Monitoring von PV-Kraftwerken funktioniert mit Skytron Energy so. Auf der Solaranlage werden technische Größen wie Einstrahlung, Temperaturen oder Strangströme gemessen und, ebenso wie Daten der Wechselrichter und Energiezähler, von Datenloggern erfasst. Über das Internet gelangen diese Werte in eine zentrale Datenbank. Hier werden die Rohdaten aufbereitet, ausgewertet, überprüft und akkumuliert. Bei Abweichungen von Sollwerten oder Vorgaben werden Alarme und Benachrichtigungen für den Nutzer erzeugt. Für Sie. Sie können nun auf diese Datencloud mit 3 Applikationen zugreifen: der iPhone-App, dem PV-Guard Webportal und dem PV-Guard. Der PV-Guard ist die Leitwartenplattform von Skytron Energy, mit der Sie alle Monitoring-Daten von PV-Kraftwerken visualisieren und analysieren können. Und das geht so. Die Oberfläche der PV-Guard Leitwartenplattform ermöglicht es dem Betriebsführer, die Anlage durch vergleichende Übersichten, Diagramme und Tabellen zielgerichtet und detailliert zu überwachen. Wenn Sie die Software starten, dann sehen Sie in der oberen linken Ecke alle PV-Anlagen, die zu Ihrem Account gehören. Mit nur einem Login erhalten Sie Zugriff auf Ihr gesamtes Portfolio. Hier sind verschiedene standardisierte Ansichten hinterlegt: die Weltkarte und der Vergleich aller Kraftwerke. Die Detailansicht jedes Kraftwerks mit seinen Komponenten wie Stationen, Wechselrichtern, Anlagenregelung, Generatoranschlusskästen, Sensoren sowie einem Lageplan. Diese standardisierten Ansichten helfen der Leitwarte, Daten schnell und immer gleichartig aufzurufen. So können Unregelmäßigkeiten schnell erkannt werden. Daneben bietet die Software viele weitere Funktionen. So gibt es über die Zeitleiste jederzeit den Zugriff auf die gesamten historischen Daten. Alle Elemente sind interaktiv. Von hier aus können Sie sofort auf Diagramme und Tabellen zugreifen. In der unteren Liste befinden sich die Mess- und Analysewerte des Kraftwerks. Sie helfen hier per Rechtsklick oder Drag and Drop für den Vergleich von Daten. Befinden sich die Kraftwerke in verschiedenen Zeitzonen, so kann die Kurvendarstellung angepasst werden. Natürlich können Sie die Diagramme auch individuell als Vorlage speichern. Der PV-Guard verfügt zudem über ein ausgereiftes Alarmmanagement. Und nicht zuletzt, er liegt momentan in 8 Sprachen vor, zum Beispiel Russisch, auf die Sie live umschalten können. Beginnen Sie mit einer schnellen Anlagenübersicht. Wenn Sie links oben auf die Weltkarte klicken, dann sehen Sie jede Anlage, die sich in Ihrem Account befindet. Die Karte lässt sich beliebig zoomen, sie wird live nachgeladen und bewegen. Wenn Sie mit der Maus über ein Dreieck fahren, erscheinen 3 aktuelle Schlüsselwerte. In diesem Beispiel arbeitet diese Anlage momentan mit 3200 Kilowatt bei einer installierten Generatorleistung von 5430 Kilowatt Peak. Sie hat heute schon 9254 Kilowattstunden ins Netz eingespeist. Gleichzeitig sehen Sie, dass an der Anlage aktuell keine Alarme anliegen, denn das Dreieck ist grün. Andernfalls wäre es gelb oder rot. Und Sie könnten die Alarme mit Druck auf diese Schaltfläche aus dieser Ansicht heraus öffnen und sehen. In der Ansicht Alle Kraftwerke sind wichtige Echtzeitdaten aller Kraftwerke standardisiert zusammengefasst. Immer auf die gleiche Art und Weise, für den schnellen Überblick und Vergleich. So hat diese Anlage zum Beispiel momentan eine Performance Ratio von 88%. Das ist das Verhältnis von Einstrahlungsleistung und Ertrag. Sie produziert mit 4815 Kilowatt und hat eine installierte Leistung von 5200 Kilowatt Peak. Das heißt, die Anlage liegt hier bei 95% der theoretisch möglichen Leistung.
Der Energieertrag des vorherigen Tages lag über 16.000 Kilowattstunden. Der des aktuellen Tages bis 12 Uhr liegt bei bisher fast 8.000 Kilowattstunden. Die Sonne scheint. Sie haben fast 1.000 Watt pro Quadratmeter und momentan eine Leistung von 0,92 Kilowatt pro Kilowatt Peak und heute schon 1,54 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak produziert. Auf der rechten Seite erscheint die Übersicht über Ertrag und Leistung. Die blaue Kurve entspricht dabei dem kumulierten Tagesenergieertrag und die rote Kurve zeigt die aktuelle Leistung. Unter den Ansichten können Sie nun jedes einzelne Kraftwerk, wie zum Beispiel diesen Solarpark, detailliert aufrufen. Die Präsentationsansicht gibt einen groben Überblick über die Messwerte. Hier sehen Sie die aktuelle Leistung, die aktuelle Einstrahlung zur aktuellen Tageszeit, den Energieertrag heute sowie seit Inbetriebnahme des Kraftwerks, die Umgebungstemperatur, die Modultemperatur, das vermiedene Kohlendioxid und hier unten das Diagramm Energieertrag und aktuelle Leistung. Eine erste Ansicht der Komponenten auf der Anlage erfolgt über Stationen. Nach einer Kraftwerksübersicht, in der gleichen Darstellung wie in der Vergleichsansicht aller Kraftwerke, ist hier die Zusammenfassung mehrerer Wechselrichter zu sehen. In diesem Beispiel wurden 2 Zentralwechselrichter zu einer Station mit 1,2 Megawatt zusammengefasst. Sie sehen, dass die Nominalleistung bei 1260 Kilowatt liegt, die installierte Leistung aber bei 1350 Kilowatt Peak. Das verdeutlichen Ihnen hier hinten auch die Fahnen. Die vordere schwarze zeigt die nominale Leistung. Die hintere graue ist die installierte DC-Leistung. Der grüne Balken gibt die momentane Leistung wieder. In allen diesen Ansichten sind übrigens alle Elemente interaktiv. Das heißt, mit einem Klick öffnet sich sofort ein Diagramm, das die Werte dieses Parameters zeigt. Skytron Energy bindet alle marktüblichen Wechselrichter in sein Monitoring-System ein. Mit dieser Ansicht können Sie nach der Kraftwerksübersicht den Status aller Wechselrichter überwachen. Sie sehen, dass diese Anlage sehr gut läuft. Alle Wechselrichter haben eine momentane Performance Ratio von über 90%. Wenn Sie mit der Maus über den aktuellen Status gehen, erhalten Sie eine Anzeige. Alle Wechselrichter sind online und grün, also in Ordnung. Es liegen momentan keine Alarme an. Dieser Wechselrichter läuft mit 349 Kilowatt Leistung und hat heute schon 714 Kilowattstunden eingespeist. Wenn Sie als Betriebsführer wissen möchten, wie die Anlage läuft, können Sie diese Spalte mit dem Energieertrag verfolgen und sehen zum Beispiel, dass der Wechselrichter 2.2 mehr produziert als alle anderen. In diesem Fall liegt das an der höheren installierten Generatorleistung. Diese Diagramme zeigen die Leistung aller Wechselrichter im Tagesverlauf und den Energieertrag. Die Leistung läuft synchron. Es gab an diesem Tag keine Ausfälle. Am Ende der Ansicht sehen Sie die verschiedenen Einstrahlungssensoren und Temperaturen. Die grüne Kurve zeigt die Umgebungstemperatur und die blaue die Modultemperatur. Gut zu sehen, sie steigt, wenn auch die Einstrahlung steigt. Die Anlagenregelung übernimmt der Sky Control. Er sichert die Netzstabilität und dokumentiert die Wirkleistung, den Leistungsfaktor und die Blindleistung. In diesem Beispiel sehen Sie einen Tag, an dem das Netzsicherheitsmanagement eine Leistungsbegrenzung verhängt hat. Das Kraftwerk ist auf 30% abgeregelt. Das sehen Sie auch an diesem Meter. Bei einer Nominalleistung von 5 Megawatt darf das Kraftwerk zurzeit nur 1,5 Megawatt produzieren, die auch erreicht werden. In den unteren Diagrammen sehen Sie den Tagesverlauf, hier mit historischen Werten. Die blaue Linie zeigt, kurz nach 8 Uhr und um halb 10 wurde das Kraftwerk abgeregelt.
zwischen 16 und 18 Uhr durfte es eine Stunde lang noch einmal mehr produzieren. Die rote Linie ist die Kraftwerksleistung und die gelbe die Einstrahlungsleistung. Das Diagramm zeigt also, dass hier im Tagesverlauf tatsächlich etwas verloren gegangen ist. Die rote Linie folgt nicht mehr der gelben Linie. Die interessante Frage ist jetzt, wie groß war der Verlust? Das wird im unteren Balkendiagramm visualisiert. Der blaue Balken zeigt die tatsächliche Produktion, der grüne die Prognose und der rote zeigt den Regelverlust. Am 25.06.2012 kam es zu einem Regelverlust von 5.778 Kilowattstunden. GAK steht für Generator-Anschlusskasten, Skytrons Array Guard, dessen Status hier überwacht werden kann. Der blaue Balken zeigt den durchschnittlichen Strom für jeden Generator-Anschlusskasten. Das sind in diesem Fall 6,35 Ampere. Die schwarzen Fahnen kennzeichnen den Strang mit dem geringsten und mit dem höchsten Strom. Das Blitzsymbol zeigt den Zustand des Überspannungsschutzschalters. Falls er ausgelöst wurde, wird es rot. In diesem Fall hat jeder Generator-Anschlusskasten 8 Stränge. Hier ist alles okay. Sie produzieren alle ungefähr gleich. Zusätzlich sehen Sie den Gesamtstrom, die Spannung, die momentane Leistung sowie die Temperatur des Generator-Anschlusskastens. Auch hier ist wieder jedes Element interaktiv. Sie können auf den Strom klicken oder auf dieses Diagramm hier und sehen alle Ströme nur für diesen Generator-Anschlusskasten. Diese Ansicht ist für die Leitwarte besonders wertvoll, denn beim Scrollen sehen Sie sofort alle Strangströme und können vergleichen. Sie würden Alarme wie diesen hier und Abweichungen also sehr schnell erkennen. In der Sensoransicht erhalten Sie unter der Kraftwerkansicht einen Überblick über alle auf der Anlage installierten Sky-Konni-Feldsensoren. Das sind in diesem Fall 2 Einstrahlungssensoren und ein Pyranometer in Modulebene, sowie ein weiteres horizontal ausgerichtetes Pyranometer. Daneben gibt es 3 Umgebungs- und einen Modultemperatursensor, sowie 5 Sky-Konnis für die Innenraumtemperatur. Unten sind die momentanen Werte einer Wetterstation abrufbar. Alle Parameter, wie hier Einstrahlungsertrag und Leistung, werden interaktiv angezeigt. Das heißt, mit einem Klick können auch hier die aktuellen Daten in einem Diagramm aufgerufen werden. In der Ansicht Lageplan können Sie sich noch einmal die wichtigsten Komponenten der Anlage aus der Vogelperspektive anschauen. Die Karte lässt sich beliebig zoomen. Und oben links in der Miniaturkarte können Sie durch das Kraftwerk navigieren. Sie sehen jeden einzelnen Generatoranschlusskasten und Wechselrichter, hinterlegt von einer Übersichtskarte der Anlage. Mit Mouse-Over werden die Detaildaten angezeigt. Dieser Generator-Anschlusskasten hier ist orange, ein Hinweis auf einen Alarm. Per Klick würden sich Diagramme oder das Fenster zum Alarmmanagement öffnen. In allen Ansichten sind alle Elemente interaktiv. Wenn ein Wert außerhalb der Toleranz liegt und Sie mehr wissen möchten, genügt es, mit der Maus darüber zu gehen und zu klicken. Es öffnet sich sofort ein Diagramm, das die Daten dieses Messkanals zeigt. Eine wesentliche Eigenschaft dieser Diagrammansicht ist, Sie können jetzt jede beliebige andere Datenspur zu diesem Diagramm hinzufügen. Entweder aus demselben Kraftwerk, zum Beispiel die Einstrahlungsleistung, oder auch aus anderen Kraftwerken, die zum gleichen Account gehören.
So lassen sich Werte individuell vergleichen. In diesem Diagramm können Sie sich nun auch anschauen, wie es in diesem Jahr oder am letzten Montag gelaufen ist. Der PV-Guard ermöglicht Ihnen über die Zeitleiste am oberen Rand vollen Zugriff auf alle historischen Daten. Sie können über einen Schieberegler oder über die Kalenderansicht zurückliegende Zeiträume auswählen und anzeigen lassen. Auch die Zeitspanne bestimmen Sie selbst. Daten werden bis zur Minutengenauigkeit angezeigt. Zu jeder Anlage stellt der PV-Guard mehrere Diagramme und Tabellen zur Verfügung, die häufig genutzt werden und Ihnen die Auswertungen erleichtern. Sie können sich hier zum Beispiel anschauen, wie der Ertrag auf Wechselrichterebene ausfällt. Sie erhalten ein Diagramm, in dem die Werte für den Tag aufbereitet sind und schalten hier über die Zeitleiste um für eine Ansicht auf die Woche, den Monat oder das Jahr und können hier auch das Zeitintervall anpassen. Auch die Ansicht der Performance Ratio auf Wechselrichterebene ist vorbereitet. Sie sehen oben die einzelnen Wechselrichter und in den Balkendiagrammen die Performance Ratio des gesamten Kraftwerks. Wenn Sie nun spezielle Auswertungen erstellen möchten, dann können Sie diese im PV-Guard individuell abspeichern. Sie öffnen ein neues Diagramm und wählen hier unten links Ihre gewünschten Werte aus. Für diese Anlage möchten Sie zum Beispiel verschiedene Werte gegenüberstellen. Die Umgebungstemperatur, Sie können sie per Drag and Drop hineinziehen, dann die Modultemperatur. Das geht wahlweise auch mit einem Rechtsklick. Und Sie können alle Daten auch in hoher 1-Minuten-Auflösung darstellen. Oder über einen längeren Zeitraum, hier den laufenden Monat. Jetzt möchten Sie noch die Performance Ratio hinzufügen. Diese möchten Sie aber als Balken sehen. Dieses Diagramm können Sie nun zum einen exportieren, dann erhalten Sie die Daten, oder als Vorlage speichern. Oben links im Ansichtenbaum können Sie nun jederzeit auf Ihre persönliche Ansicht zurückgreifen. Für den weltweiten Vergleich von Anlagendaten an einem beliebigen Tag bietet der PV-Guard eine zeitzonenkorrigierte Darstellung. Wenn Sie beispielsweise von einer kanadischen Anlage die Einstrahlungsleistung einer deutschen Anlage und deren Einstrahlungsleistung gegenüberstellen, geschieht das erst einmal in Lokalzeit. Die Kurven sind sichtbar verschoben. Mit Klick auf die Zeitzonenkorrektur schalten Sie nun auf Zeitanpassung um, sodass die Kurven in der jeweiligen Anlagenzeitzone dargestellt werden. So lassen sich die Tagesgänge auch visuell gut vergleichen. Der PV-Guard hat ein umfangreiches Alarmmanagement. Sie können hier im Ansichtenbaum alle Alarme der Anlage anzeigen lassen. Wahlweise können Sie über den Wertebaum per Rechtsklick nur die Alarme einzelner Geräte aufrufen. Es liegen 3 Alarme an. Die Farben zeigen den Schweregrad des Alarms an. Schauen Sie sich diesen hier an. Im rechten Teil der Alarmansicht sehen Sie, es handelt sich um einen Wechselrichterstatus und den Einbruch der AC-Leistung. Ursprung ist der GP2 in Grünau. In der Anmerkung steht Leistungseinbruch. Momentane Leistung liegt bei 0,3 Kilowatt. Wenn Sie nun auf Diagramm zu diesem Alarm anzeigen klicken, erhalten Sie alle relevanten Werte zu diesem Wechselrichter. Hier unten sehen Sie die AC-Leistung als blaue Linie. Sie bricht ungefähr um 11 ein.
Nun möchten Sie den Alarm bearbeiten und wissen schon, dass Sie ein Serviceteam auf die Anlage schicken. Den Reparaturauftrag hinterlassen Sie als Kommentar. Sie geben Ihr Kürzel ein, dann setzen Sie den Fehler auf in Reparatur. Der Status ist nun auf in Reparatur gewechselt. Wenn die Reparatur ausgeführt wurde, können Sie den Alarm noch einmal bearbeiten. Wechseln Sie den Status auf Quittiert. Der Alarm verschiebt sich nach unten. Hier rechts sehen Sie nun jederzeit die komplette Historie zum Alarmmanagement.